Hi und willkommen zur Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. Mein Name ist Chris. In diesem Video erkläre ich dir, wie du das TC Helicon als Interface benutzen kannst. Du brauchst dazu ein USB-Mini-Kabel. Wie du eine Gitarre oder ein Mikrofon an das Voice Live 3 Extreme anschließt und richtig einpegelst, habe ich dir in der Videobeschreibung unten verlinkt. Der erste wichtige Tipp. Ich rate dir, das Video bis ganz zum Schluss anzugucken, da ich auf Probleme hinweisen werde, die möglicherweise auftreten könnten und wie du sie lösen kannst. Öffne jetzt Logic und lege ein neues Projekt an. Entweder erkennt deine DAW jetzt automatisch das Voice Live 3 als Interface oder du gehst auf Einstellungen, Audio und wählst als Eingang das Voice Live 3 Extreme aus. Als Ausgang kannst du entweder dein Interface, Hauptgerät oder das Voice Live 3 Extreme auswählen. Hier kommt der zweite wichtige Tipp. Wenn du Interface oder Hauptgerät als Ausgang ausgewählt hast und du eine Aufnahme einspielst, kann es nach kurzer Zeit trotz geringer Puffergröße passieren, dass Latenzen auftreten. Das liegt daran, dass ein USB-Mini-Kabel im Gegensatz zu den herkömmlichen USB-B nicht schnell genug sind. Daher empfehle ich dir, das Monitoring direkt vom Voice Live 3 Extreme zu nehmen, um deine Songs einzuspielen. Vor allem, wenn du dich mit Live-Looping beschäftigst. Wir erstellen jetzt 3 Spuren in deiner DAW. Die erste wählen wir mit Eingang 1 aus, die benennen wir jetzt Eingang 1. Die zweite Spur wählen wir mit Eingang 2 und nennen die Eingang 2. Die dritte Spur ist Eingang 1 und 2, also 1 und 2. Schauen wir jetzt auf die Einstellungen beim TC Helicon. Drücke dazu einmal die Setup-Taste. Wenn wir bei Input jetzt 1 runterscrollen, stellen wir bei USB-Mode von Stereo auf DAW-Tracking. Jetzt navigieren wir mit den Pfeiltasten 1 weiter auf Output. Scrollen wir jetzt runter auf USB-Output-Mode. Hier sollte jetzt Same as XLR eingestellt sein. Es sei denn, du willst deine Stimme und Gitarre ohne jegliche Effekte aus dem Voice Live 3 Extreme aufnehmen. Wenn du auf Same as XLR gestellt hast, kannst du jetzt wieder nach oben scrollen. Hier kommt der dritte wichtige Tipp. Wenn bei XLR Output Mode jetzt Stereo eingestellt ist, laufen VOC und Git über Eingang 1 und 2 raus mit allen Effekten, also Stereo. Wenn du auf Mono stellst, laufen nur die Effekteinstellungen von deiner Stimme, Beispiel Delay, Harmony oder weitere Effekte auf Eingang 1, sowie die Gitarre und die dafür eingestellten Effekte. Auf Eingang 2 kommt nur die trockene Stimme ohne Effekte und ohne Gitarre. Wenn du auf Dual Mono stellst, kommt auf Eingang 1 deine Stimme mit den Effekten und auf Eingang 2 die Gitarre ebenfalls mit Effekten. Und hier kommt der letzte wichtige Tipp in diesem Video. Wenn du latenzfrei mit Monitoring über deiner DAW aufnehmen willst, weil du noch Drums oder Keys hören willst, so nutze dann an dieser Stelle ein Interface mit einem USB-B-Anschluss sowie XLR-Anschlüssen. Jetzt brauchst du nur noch 2 XLR-Kabel. Wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Im nächsten Video zeige ich dir, wie die Loops beim Voice Live 3 Extreme funktionieren. Bis dahin, Abo und Glocke nicht vergessen und ciao!